Hallo, heute ist Freitag, der 20. Mai 2022, der 36. Tag hier auf dem PCT. Ich bin genau zwischen Hikertown und Tehachapi gerade, ganz hinten hinter mir, soweit man gucken kann. Da war ich vor ein paar Tagen noch, da komme ich her, und vor mir, vor dem Anstieg hier und dem Abstieg danach, mitten in der Wüste, in der prallen Sonne, 13:33 Uhr gerade. Dahinter liegt Tehachapi, eine etwas größere Stadt hier auf dem PCT. Hab durch Trail Magic von zu Hause 2 Nächte im Best Western Hotel in Tehachapi. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da gibt es einen Pool, da gibt es einen Jacuzzi, vor allem ein gemütliches Bett, ein bisschen Komfort nach den letzten Tagen oder Wochen fast schon. Ich weiß gar nicht, wie lange Ridewood jetzt her ist. Also in Ridewood habe ich das letzte Mal richtig meine Klamotten gewaschen. War zwar jetzt vor ein paar Tagen, also vorgestern in Hikertown. Da gab es ein Waschbrett. Also so wirklich sauber sind die Klamotten nicht. Ich selbst habe da geduscht in Hikertown. Seit Ridewood, ich glaube das waren dann 9 Tage ohne Duschen oder so. Von Ridewood bis Hikertown, sowas in der Richtung. Jo. Ja. Bin jetzt bei Meile 550 ungefähr. Tehachapi liegt bei 5,66. Also man läuft hier, oder der PCT, der kreuzt dann hier bei Meile 5,66 ein Highway. Also man läuft hier nicht direkt in Tehachapi rein, sondern wie so oft kreuzt der PCT ein Highway, von dem aus man dann in die Stadt trampen muss. Darf, kann, will, wie auch immer, wenn man nicht weiterläuft. Aber so gut wie jeder macht hier in Tehachapi eine Pause. Ob es jetzt für eine Nacht, 2 oder mehr sind. Das ist dann ja die letzte größere Stadt vor Kennedy Meadows und auch ja, die letzte Möglichkeit, nochmal so aufzutanken, die eigenen Akkus auch aufzutanken, weil danach, so wie hier jetzt, kommt nochmal eine relativ trockene Strecke bis Kennedy Meadows. Also Tehachapi bei 566, Kennedy Meadows bei 702 Meilen. Und auf der Strecke ist wohl so, dass die Wasserstellen da recht schlecht sind, beziehungsweise nicht verlässlich. Man muss also viel Wasser mitschleppen und mit dem Wasser, was man hat, sehr gut haushalten. So wie hier. Das ist relativ warm hier. Ja. Und so, also das mag von der Couch hier, von der Couch aus gesehen, mit vielleicht einer kalten Coke auf dem Tisch, gerade eine Pizza, eine halbe Pizza im Magen, mag das ganz cool aussehen. Ist auch so, aber das ist doch nicht ohne und auch relativ hart. So die Hitze, der Durst. Also ihr könnt hier 3 Liter mit einem Mal wegtrinken und hätte dann wahrscheinlich immer noch Durst. Ja, die Landschaft ist relativ karg und trist und hat sich jetzt auch seit ein paar Tagen nicht wirklich verändert. Also es wird hier relativ eintönig mit der Zeit.
sodass man dann hier beim Laufen in so einen kontemplativen Zustand kommt, also so ein Flow. Das ist immer gut, wenn man den erreicht, und dann vergeht die Zeit, dann vergehen die Meilen und dann merkt man irgendwann, weiß ja, 2,5 Stunden, oh, bin ja doch vorwärts gekommen. Hunger, Durst, Füße machen sich bemerkbar, der Körper, ja, so ist es. Also viel mehr gibt es hier gar nicht zu erzählen. Der Weg nach Hikertown und von Hikertown, ja, relativ beschwerlich, tatsächlich durch die Wassersituation. Also Wasser ist das A und O. Ja, Hikertown selber ist also ein creepiger Ort irgendwie. Also eine riesen Fläche. Einmal einen Absturz live miterlebt. Eine riesige Fläche, also unten in Hikertown ist Wüste, also glatte, flache Landschaft, kein Hügel, nix, nicht so wie hier. Also eine riesige Fläche, auf der so Holzbaracken stehen, die von vorne so wie alte Westernhäuschen verkleidet sind. Ja, echt unheimlich. Mit irgendwelchen Horrorfiguren, die vor den Häusern stehen. Naja, ja. Ja, ansonsten gibt es nicht so viel Neues hier zu berichten. Die Weite ist einfach krass. Gestern bin ich mit dem Coach, der noch hinter mir ist, ausnahmsweise mal, er ist sonst meistens vor mir, weil er längere Beine hat. Ja, gestern sind wir beide gemeinsam um 15 Uhr nachmittags von Hikertown gestartet. Da waren noch ein paar andere, die wollten noch länger warten und dann nachts laufen. Aber da tut man sich auch keinen Gefallen, weil wenn man nachts läuft, wird man irgendwann müde. Klar. Und ich glaube so bis 6. Vielleicht kann man laufen. War zwar im Dunkeln unterwegs ohne Sonne, aber wenn man müde ist, will man sich hinlegen, schlägt das Zelt auf. Und da hier so gut wie kein Schatten ist, bin ich davon überzeugt, wenn ich hier um 6 morgens mein Zelt aufschlage, eine halbe Stunde später geht die Sonne auf. Man schläft keine 2 Stunden in diesem Gewächshaus. Also man tut sich keinen Gefallen. Wir sind gestern bis 10, also bis 22 Uhr so gelaufen. War ganz gut. Cowboy gecampt. Draußen keine Klapperschlange, also kein Klapperschlangenbesuch. Ja, heute geht es weiter, so weit wie es geht. Wir haben jetzt 20 Kilometer, 21 Kilometer, 13:41 Uhr. Gleich oben auf dem Hügel oder kurz darunter soll nochmal so ein Water Cage kommen. Das heißt, ein Cage ist immer, da laden Leute, die in der Umgebung wohnen, laden da riesige Mengen, wenn man Glück hat, an Wasserkanistern oder Wasserflaschen ab, aus dem man sich dann ein bisschen was abfüllen kann. Und hier soll es einen Water Cache geben, der ist relativ frisch, von 2-3 Tage alt. Also da müsste noch viel Wasser drin sein. Da werde ich wahrscheinlich wirklich 2-3 Liter trinken, mir was abfüllen und dann gucken, wie weit es heute noch geht. Bestenfalls halt so weit wie es geht an Tehachapi ran. Morgen ist Samstag, damit dann morgen vielleicht noch 5 Meilen, 4 Meilen, so, das wäre optimal. In die Stadt reinlaufen, Kaffee trinken, ein Bier vielleicht trinken, ein kaltes, auch nicht schlecht.
bisschen einkaufen und dann ab ins Hotel. Ich hoffe, die haben da auch Laundry, also man kann da seine Wäsche abgeben. Das wäre super. Dann muss ich mich darum nicht auch noch kümmern. Das wäre gut. Ja, und dann wird ausgeruht. Abends vielleicht noch mal raus. Der Coach ist auch in Tehachapi. Ist gerade dabei, sich ein Zimmer irgendwie zu organisieren. Gehen wir abends vielleicht noch mal einen Burger essen, Bier trinken. Aber dann will ich auch die Nacht nicht zum Tag machen, sondern wirklich die Stadt nutzen. Gesundes Essen, also viel Obst und Gemüse schaufeln, viel Wasser trinken, viel einfach ausruhen, regenerieren. Bis Montag und am Montag irgendwann gegen Mittag, nach dem Frühstück gegen Mittag so entspannt los. Und dann sind es noch ungefähr 140 Meilen bis Kennedy Meadows. Und dann ist das hier mit der Wüste auch abgehakt. Puh, das kann ich echt kaum erwarten. Ja, weil dann fangen die Sierras an. Und das heißt, dann ist die Wassersituation auch besser. Dann sind ab und an mal kleine Flüsse oder Bäche auf dem Weg. Man muss keine 8 Liter Wasser mitschleppen. Ja, also das Ding hier mit dem Rucksackgewicht so minimal wie möglich und dann viel Wasser mitschleppen ist kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, es ergänzt sich perfekt, weil umso weniger der Rucksack wiegt und das Basisgewicht, also die Ausrüstung, umso mehr Kapazitäten zum Schleppen hat man für Wasser und Proviant. Ja, das ist die Idee dabei. Puh, alter Schwede, es hört hier nicht auf mit dem Aufstieg. Irgendwann wird es aufhören, aber das ist so, ich glaube, die den PCT hier gemacht haben, die haben sich gedacht, wir werden die Leute, die das hier machen, die werden mal richtig quälen. Wie so in so einem Mäuselabyrinth, wo man so Mäuse durchlaufen lassen kann. Lassen wir hier kleine Hikerlein durchlaufen. Und den gehen wir jetzt mal richtig. Berg hoch, Berg runter. Wenn sie auf einem Berg angekommen sind, dann hat man einen schönen Blick von oben. Und da kann man sich echt drauf verlassen, wenn man hier auf so einem Berg, so ein Anführungszeichen Berg, auch hier, wenn man von der Couch aus losläuft, ausgeruht, entspannt, voll mit Essen und Trinken, die Muskeln haben Kohlenhydrate gescheffelt, dann ist hier so ein Berg, der hier jetzt ein Berg ist, aus der Situation ein Hügel. So tagesausflugsmäßig ist das alles hier gar kein Thema. Das ist das Ding. Vorstellen darf man sich aber, dass also ich bin jetzt hier 36 Tage unterwegs mit minimalem Komfort. Habe jetzt 3 Zeros in diesen 36 Tagen. Also 3, könnte man jetzt fast sagen, komplette Ruhetage, was aber nie komplette Ruhetage sind. Zero heißt einfach, man läuft hier nicht auf dem PCT, sondern hängt irgendwo rum bestenfalls, aber meistens hat man an so einem Zero dann auch noch so organisatorisch zu tun, nämlich Ausrüstung, Proviant, Wasser, alles vorbereiten für die nächste Etappe. Ja, also an 36 Tagen 3 Zeros bis jetzt. Man macht hier am Tag im Schnitt 1000 Höhenmeter auf über 30 oder um 30 Kilometer am Tag. Das ist echt sportlich. Von daher sind hier diese Hügelchen ja schon
kleine Gipfelanstiege, ganz klar. Und darauf wollte ich hinaus. Wenn man da oben steht auf so einem Hügel, kann man sicher sein, man hat einen schönen Ausblick. Und wenn man nicht sicher ist, wo der Weg weitergeht, sucht man sich von diesem schönen Ausblick einfach den nächstgelegenen Berg, der Richtung Norden liegt, und den höchsten davon, da muss man hin. So ist das hier. Ja, da kann man sich schon dran gewöhnen. Aber das ist okay. Das ist im Preis mit drin. Ja, ist auch gar nicht. Ich werde wahrscheinlich schon ein bisschen was abgenommen haben. An Gewicht selber schleppe ich auch an mir selber nicht so viel mehr rum. Auch in Ordnung. Man wird auch immer fitter. Ja, und wenn man jetzt so ein PCT hier plant oder so, was man nicht, das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, was man nicht machen kann, also was man machen kann, aber was nicht realistisch ist, ist die Strecke, die Meilen hier einfach linear hochzurechnen und zu sagen, ich mache jetzt hier, gut, ich fange vielleicht am Anfang langsam an, mache pro Tag 15 Meilen, dann steigert sich das auf 20 und dann ziehe ich danach mit 25 Meilen durch. Das geht gar nicht. Das ist sehr, im wahrsten Sinne, volatil hier auf dem PCT. Hängt von den Höhenmetern ab, es hängt vom Wetter ab. Heute ist relativ angenehm. Unter 30 Grad wohl. Gestern, vorgestern war das die Hölle. Jetzt weht hier so ein Lüftchen, was ganz angenehm ist. Ja, also das hier linear hochzurechnen, zu sagen, ja, 4300 Kilometer durch 140 Lauftage, keine Ahnung, was es am Tag ist, darauf kann man sich nicht verlassen. Sondern vielmehr darf man berücksichtigen, am Anfang ein bisschen weniger, dann baut sich auch nach ein paar Wochen eine Fitness auf. Irgendwann gibt es dann diese Trail Legs, also man hat dann ja Trailbeine. Also das, was ich jetzt hier in den letzten Tagen runtergerissen habe, auch mit den Höhenmetern und der Strecke, die Kombination, das macht man nicht aus dem Stand, das braucht ein bisschen, bis man so weit ist, und es wird immer besser, sodass man dann von 20, 22 Meilen, wenn die Sierra vorbei ist oder auch an guten Tagen in der Sierra noch, sich hocharbeiten kann auf so vielleicht 30 Meilen Tage, manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, manchmal auch weniger, aber so gleicht sich das dann hintenrum aus. Ja, also so funktioniert das hier. Puh. Ja, na gut, ich gehe mal weiter Richtung Tehachapi, freue mich auf das Hotel, auf kühle Getränke, auf das Frühstück, das Bett, eine Dusche, frische Wäsche. Ja, was für ein Luxus. Tschüss.
So, hier mal mein Zimmerchen in Tehachapi. Danke für den Support. Es ist ein richtig schönes Zimmer, wie man sieht. Sehr geräumig. Ein schönes großes Bettchen. Hier liegt lauter Kram von mir rum. Meine Schuhe. Ja, so sehen die halt aus nach, weiß ich nicht, 900 Kilometern oder was das jetzt sind. Da im Spiegel sieht man mich auch ein bisschen Kram. Dann hier mein Resupply für die nächsten Tage. 7, 8 Tage so ungefähr. Also das Eiweiß schleppe ich nicht mit, das werde ich mir jetzt hier reinziehen. Worauf ich richtig Hunger hatte in den letzten Tagen war tatsächlich Brot. Das habe ich mir jetzt mitgenommen. Ein paar Riegel, Oatmeal, ganz wichtig für morgens und zwischendurch. Hier nochmal das andere, Trailmix, Nüsse, ganz viele Elektrolyte. Die sind überlebenswichtig quasi. Pepperoni fürs Brot. Hier in der Hikerbox habe ich noch ein paar Tortillas gefunden. Kartoffelpüree, Chips. Da werde ich jetzt anfangen, was zu essen. Ja, das ist dann das Badezimmer. Das habe ich auch alles in der Hikerbox gefunden. Sogar das hier. Das ist richtig teurer Scheiß. Das werde ich mir jetzt aufs Gesicht schmieren. Ja, abgewaschen habe ich schon. Ja, Klo ist halt normal, keine Badewanne. Also Badewanne ist übertrieben, also ich werde da nicht baden, habe da geduscht. Ja, das ist mein Zimmerchen. Richtig schön. Hier werde ich es mir 2 Tage gut gehen lassen. Schöne Grüße aus Tehachapi. Ronny, tu dir keinen Zwang an, kannst auch gerne eine Arschbombe hier reinmachen.
Servus. Heute ist, glaube ich, Mittwoch, der 25. Mai 2022, Tag 41 hier heute auf dem PCT. Bin jetzt bei Meile 615 oder sowas. Habe heute jetzt gerade schon knapp 26 Kilometer. Also insgesamt habe ich so den Blick auf die Meilen, weil hier jeder mit Meilen rechnet. So, wie viele Meilen sind es noch bis zur nächsten Wasserstelle, wie viele Meilen sind es bis zur nächsten Abzweigung zum Highway, wie auch immer. Also jeder rechnet hier irgendwie mit Meilen. Aber meine Uhr funktioniert noch in Kilometern. Das ist auch ganz gut so. Die sagt mir jetzt hier 25,8 Kilometer. Schon relativ spät heute, bin spät los, also wie immer so kurz nach 8 losgelaufen. Jetzt ist es 10 vor 18 Uhr. Habe gut Pausen gemacht, also wie man vielleicht sieht, ist es relativ warm hier in der Umgebung. Man könnte fast sagen, es ist heiß. Ja. Wo bin ich jetzt gerade? Also vor ein paar Tagen, vor 3 Tagen oder keine Ahnung, also vor ein paar Tagen in Tehachapi losgelaufen. Da war ein schöner Zero-Tag. Hat sich dann noch wieder gut angefühlt. Ich glaube vorgestern. Ja, hat sich dann noch wieder gut angefühlt, hier wieder auf dem Trail zu sein. Gestern war ein Scheißtag. Da war es auch richtig heiß und nicht so doll. Ja, heute ist ein guter Tag. Also man hat hier auch mal nicht so gute Tage und auch mal gute Tage. Das gleicht sich irgendwie alles aus. Also man spürt hier, oder ich zumindest spüre hier so die Tagesform relativ gut. Das, was man so im normalen Alltag, also im normalen zivilisierten Alltag vielleicht so auch mal merkt, dass man so eine Tagesform hat, mal mehr, mal weniger produktiv ist. Irgendwie, was sich aber tatsächlich im Alltag, das ist so eine Erkenntnis durch Kaffee, Pausen, Wasser, Sprudelwasser, Cola, gutes Essen, irgendwie Ablenkung ganz gut kaschieren lässt im Alltag. Also da habe ich das Gefühl, ist es hier so, wenn man hier so eine Tagesform hat, dann ist der Ausschlag richtig groß. Also wenn man sich hier mal scheiße fühlt, dann fühlt man sich hier richtig scheiße, weil man sich hier nicht ablenken kann. Hier gibt es nicht mal eben einen Kaffee, wo man sich, oder kann sich nicht mal eben gemütlich hinsetzen, irgendwo an der Straße ins Café, Leute beobachten, dabei einen Kaffee schlürfen oder sich mit einem kalten Getränk oder einem guten Essen belohnen, sich irgendwie mit Gesprächen mit anderen ablenken. Es geht hier zwar auch, also sich mit Gesprächen mit anderen ablenken, aber das ist ein bisschen eindimensional, so die Themenbreite hier, die hier so auf dem PCT um die es hier so geht. Also es ist komplett anders als zu Hause im Alltag. Von daher, wenn man hier mal so ein Hoch hat, dann ist es richtig, richtig gut. Und wenn man mal so ein Tief hat, also das liegt meistens, dann ist auch so eine Erkenntnis am Essen und am Trinken. Also wenn man nicht genug gegessen oder getrunken hat oder vielleicht auch vorher, am Tag davor viel gelaufen ist, dann hat man so ein Hangover vom vielen Laufen und ist am nächsten Tag nicht ganz so fit. Das wirkt sich dann aus. Oder aber auch, ist jetzt auch eine Erkenntnis, wenn man sich nicht selbst treu bleibt, also wenn man nicht seinem eigenen Rhythmus folgt, mir geht es zumindest so,
dann kostet es immer was. Ja. Und wenn man gerade, ich hatte jetzt vorgestern alles mit Coach wieder einen coolen Tag, also der Tag selber, das war für uns ja schon ein harter Tag irgendwie, aber es war mit ihm zusammen, das immer macht richtig Spaß. Wir laufen jetzt nicht die ganze Zeit zusammen, aber wir machen Pausen zusammen und so, das ist richtig witzig, macht Spaß, das ist sympathisch, also das ist voll cool so wie es ist. Aber für mich so die Erkenntnis, wir hatten uns da am Vortag darauf geeinigt, ja, als Kompromiss, wann gehen wir los? Morgens um 7 oder halb 8 oder so. Ja, und das ist natürlich für wen, der gerne früh aufsteht, ist es vielleicht schon fast zu spät. Für mich ist es auf jeden Fall zu früh. Und auf jeden Fall ist für mich auch das Ding hier, was ich hier nicht haben will, irgendwie Termine. Also irgendwie schon im Voraus zu wissen, dann und dann musst du das und das machen. Genau deswegen bin ich ja hier, damit ich davon mal loskomme. Ja, oder das mal für eine ganze Zeit nicht habe. Ja, und wenn, also das ist jetzt nicht dramatisch, aber das ist so eine Erkenntnis, wenn ich dann sage, naja, okay, dann lass uns um 7:30 Uhr loslaufen, dann wäre mir, wenn ich allein gewesen bin, vielleicht doch danach, vielleicht einfach bis 7:45 Uhr zu schlafen und dann mich entspannt auf den Weg zu machen. Ja, das ist immer so ein Ding. Deswegen ist so auch eine Erkenntnis einfach, mach dein Ding hier. Wenn man da parallel oder synchron mit Leuten ist es gut. Das macht dann auch Spaß und sind auch ganz viele nette, sympathische Leute hier unterwegs. Und auch wenn ich so mein Ding mache, lerne ich trotzdem Leute kennen, nicht zu wenig sogar. Komme mit denen ins Gespräch und so, das ist alles ganz angenehm. Aber ich bin halt nicht gebunden und auch niemand ist an mich gebunden. Jo, naja, also heute der 41. Tag, 25. Mai, Mittwoch ist heute. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind 4 Tage. Bin jetzt bei Meile 617, 18 oder so wahrscheinlich. Also dann, oder heute Abend, ne, Moment mal, heute Abend will ich ungefähr, genau, bei Meile über 620 sein. Damit es dann noch 80 Meilen sind bis Kennedy Meadows. Das liegt bei Meile 702. Und ich habe mir so vorgenommen, was nicht unrealistisch ist, 20 Meilen am Tag zu machen. Das sind 32 Kilometer. Dann heißt es, bin ich Sonntagabend in Kennedy Meadows und kann mir da einen Hamburger reinfetzen. Ja, das ist so mein Ziel. Und eine kalte Coke, vielleicht auch ein Bier. Mal gucken. Ja, das ist der Plan, bis Sonntag in Kennedy Meadows zu sein. Heute ist Mittwoch. Ja, vielleicht komme ich auch erst am Montag da an. Also ich mache mir jetzt keinen Stress. Vielleicht komme ich auch erst am Montag da an. Aber ist auch egal. Und dann wird in Kennedy Meadows erstmal ja, ausgeruht. Da will ich ein Zero machen. Also mal tatsächlich ankommen an einem Tag. Am nächsten Tag nichts machen und am übernächsten Tag frühestens erst wieder los. Also frühestens, vielleicht mache ich auch ein Double Zero, um da noch ausgeruhter zu sein und mich fertig gemacht haben für die Sierras, weil Kennedy Meadows ist hier auf dem Trail so das Tor zur Sierra Nevada. Ja, da braucht man so ein paar Utensilien. Also hoffe, dass meine beiden Pakete, ich habe mir 2 Pakete nach Kennedy Meadows geschickt, dass die da auch noch auf mich warten mit warmen Klamotten, mit Micro Spikes.
und ganz viel essen. Hatte ich mir da hingeschickt, da muss ich mir das da nicht kaufen, weil es ist relativ teuer. Da an Kennedy Meadows, weil es so abgelegen ist. Ja, also werde ich da 1 oder 2 Zeros machen und dann von dort aus weiter. Ja, das dazu. Puh, ist das warm. Ja, jetzt geht es auch noch bergauf. Aber gut, ist alles im Preis mit drin. Ja, na mal schauen, wie weit es hier so geht. Also ich hoffe, dass mein Wille stark bleibt, dass mir körperlich nichts passiert, dass ich hier durchziehen kann, das Ding. Und bestenfalls, also das ist so der Plan, am 12. September mich in den Flieger setzen kann nach Frankfurt von Seattle. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, Mann, hier ist nix. Nur irgendwelche komischen Palmen, Wüste und hinter mir so ein helles Licht, was ziemlich warm drückt. Ja, deswegen bin ich hier auch langärmlich unterwegs. Ich habe eigentlich auch eine Kapuze an normalerweise, aber für die Videos mache ich die mal ab, wenn ich mir einbilde, dass es besser aussieht. Ja, weil man muss hier echt irgendwie gucken, dass man sich von der Sonne fernhält. Den ganzen Tag so in der Sonne laufen ist nicht so gut. Kriegt man irgendwie Sonnenstich oder keine Ahnung, Hitzschlag, was auch immer. Ja, jetzt laufe ich gleich durch einen kleinen Wald durch. Ein Wald von irgendwelchen Kakteen, da sind ja sogar Früchte dran. Wow. Also heißt zwar Leave No Trace hier, also man soll keine Spuren hinterlassen. Ich glaube, das mache ich jetzt hiermit auch nicht. Das Ding wäre eh bald abgefallen. Also ich beiß da jetzt nicht rein. Das ist hier eine Frucht offensichtlich von diesem Baum. Sieht aus wie eine Feige. Bisschen hart. Innen irgendwie grün. Das werden sich hier bestimmt die Tiere schmecken lassen. Ja. Bei mir gibt es heute Abend, ich weiß noch nicht, was ich mir bestelle. Wiener Schnitzel mit Pommes. Ein Radler auf jeden Fall oder 2. Ja, Wiener Schnitzel. Eine Soljanka davor wäre ganz nett. Bisschen was Frisches drauf, noch Salat so nebenbei. Ja, oder mal was Deftiges, eine Roulade. Auch nicht schlecht. Schöne Rinderroulade. Ja, ich glaube, die werde ich mir heute Abend bestellen. Ein Radler oder ja, vielleicht einfach nur eine Cola oder so. Mal gucken. Hauptsache kalt, ein paar Eiswürfel drin. Ein Stück Zitrone. Da kann man sich das schon gut gehen lassen. Nachtisch brauche ich nicht. Da reicht mir die Roulade mit Rotkohl und Klößen oder so. Kartoffeln wären noch okay. Mal gucken, was im Angebot ist. Ja, aber erstmal duschen. Dann heute Abend. Ach ja, so eine Dusche ist schon schön. Ja. Nee, eigentlich gibt es Ramen-Nudeln. Ja, habe mir noch Pepperoni oder so Salami, so eine Pepperoni-Salami. Da habe ich noch eine halbe. Die werde ich mir da reinschnippeln. Beziehungsweise umgekehrt. Ich werde Wasser
Also einen halben Liter Wasser, das ist heute mein Abendessen. Einen halben Liter Wasser in den Pott, Salami-Stückchen reinschnippeln, dann kurz kochen lassen und dann die Rahmennudeln da reinpacken. Ja. Kartoffelpüree hatte ich heute Mittag schon, bei der langen Pause, um die Sonne hier zu umgehen. Aber die ist immer noch da. Naja. Ja, Wasser habe ich genug dabei. Hier gab es gerade eine Wasserstelle. Da hat jemand, also an so einer Straße, die hier mitten durch die Wüste führte. Jetzt geht es wieder bergauf. Da hat jemand Wasser eingestellt. Also 29 oder 30 riesige Flaschen, a 5 Gallonen Wasser, also Leitungswasser wohl, hat da jemand abgestellt. Das ist richtig gut. Das sind hier so diese Trail Angels. Wenn es die nicht gäbe, wäre man hier echt aufgeschmissen. Gerade mit dem Wasser. Puh. Ja, da habe ich mir jetzt schön Wasser abgefüllt. Das wären so ein links, 1,5 rechts, macht 2,5 plus 3 hinten macht 5,5. 5,5 Liter habe ich jetzt dabei. Die müssen, und an der Wasserstelle beziehungsweise da wo die Flaschen standen, habe ich mir 1,5 Liter so reingeschüttet. Also in den Körper. Ja. Puh. Ja, das ist erstmal so hier die Situation. Hallo, immer noch hier Mittwoch, irgendwie Ende Mai, 25. Mai. Bin jetzt hier nach 35 Kilometern fast und 20:14 Uhr an meiner Zeltstation, Schlafstelle angekommen. So sieht das aus, so ist hier mein Ausblick heute. Und hier genau, da wo die Steine so einen Kreis bilden, da werde ich heute schlafen, da werde ich mein Zelt aufbauen. Bisschen windgeschützt hier von den Felsen. Klapperschlangen gibt es hier viele, aber das macht nichts. Das Zelt ist dicht. Habe gerade schon eine gesehen, die hatte auch schon geschlafen. Ja, die hat sich eingerollt. Bin da nah rangegangen. Die hat sich nicht gerührt. Also ich bin leise nah rangegangen, habe die schlafen lassen, wollte jetzt nicht wecken. Wahrscheinlich musste morgen früh raus, wieder zur Arbeit. Frühschicht vielleicht, kein Homeoffice ausnahmsweise. Ja, das ist so, das Leben. Ja, also das ist hier heute mein Platz. Gute Nacht.